Moin Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Nachdem wir es im ersten Teil von zu Hause bis nach Ballyvaughan geschafft haben, beginnen wir jetzt und in den nächsten Folgen mit unseren Touren. Heute geht es erst einmal rund um den Burren, die große Karstlandschaft gegenüber von Galway. Viel Vergnügen dabei. Unsere Touren verteilen sich auf 3 verschiedene Standorte. Ballyvaughan als erster und längster Aufenthaltsort, dann Cleggan nordwestlich von Galway und schließlich Tullamore weiter östlich und schon relativ nah an Dublin, von wo es später wieder nach Hause gehen wird. Beginnen wir mit den Touren südlich von Ballyvaughan. Hier dominiert der Burren die Landschaft. Burren bedeutet steiniger Ort und ist eine etwa 250 Quadratkilometer große Karstlandschaft, die im Norden von Ballyvaughan, im Süden von Kilfenora und im Westen vom Meer begrenzt wird. Und genau dort werden wir zunächst entlangfahren, um zu den berühmten Cliffs of Moher zu gelangen. Nach einigen Kilometern erreichen wir die Landspitze Black Head. Hier läuft der Burren flach in den Atlantik aus, was einerseits früher für die Schifffahrt gefährlich war, andererseits aber jahrhundertelang zur Gewinnung von Seetank genutzt werden konnte, mit dem Kopfkissen und Matratzen gestopft wurden. Und das dieser Ecke einen für Nicht-Iren unaussprechlichen Namen gegeben hat. Und schließlich sind wir angekommen an den Cliffs of Moher. Es sind nicht die höchsten Cliffs in Irland, aber die touristisch am besten vermarkteten. Und sehenswert sind sie allemal. Leider kommt der Wind über Land und erzeugt daher keine spektakuläre Brandung. Aber er hat derart zugelegt, dass wir uns kaum auf dem Weg halten können. Mein Aufstieg zum Turm scheitert bereits daran, dass mir die Brille von der Nase geweht wird. Ich kann sie gerade noch auffangen. Daher entschließen wir uns, nicht weiter entlang der Küste zu fahren, sondern im Landesinneren wieder zurück zum Burren. Dabei geht es zunächst durch Ennistimon und dann über kleine und kleinste Straßen. Nach einer ganzen Weile zügiger Fahrt nach Norden sind wir wieder auf dem Burren und halten im Dorf Carron. Hier genießen wir zunächst die Aussicht und suchen dann nach den Resten des alten Dorfes, das einst von seinen Bewohnern wegen zu großer Armut verlassen wurde. Aber es ist nichts mehr zu finden. Man verwendet die Ruinen offenbar zum Bau neuer Häuser.
Ganz in der Nähe befindet sich auch eines der bekanntesten Steinzeitgräber der Gegend, Bullnabron Dolmen. 3 senkrechte Steine halten einen massiven Deckstein und man geht davon aus, dass es sich um die Markierung eines ca. 5000 Jahre alten Massengrabes handelt. Da die ganze Anlage allerdings früher mit Erdreich bedeckt war und sich darauf eine Art Turm befunden haben soll, wird auch vermutet, dass es sich zusätzlich um eine geografische Orientierungsmarke gehandelt haben könnte. Und da man sich in dieser Gegend ohnehin auf dem Dach des Burren befindet, hat man auch eine gute Aussicht auf die Küste von Ballyvaughan und es gibt ein paar schöne Kurven in der Abfahrt vom Berg. Irgendwann sind wir wieder auf der Hauptstraße und fahren zurück nach Ballyvaughan. Auf dem Weg kommen wir, wie schon so oft in den letzten Tagen, am Dunguire Castle und dem verfallenen Friedhof Bishop's Quarter vorbei. Das Castle war dabei stets von Touristenmassen besucht und auf dem Friedhof war niemand. Jetzt sind wir neugierig, warum das so war und gehen in den Burghof. Die Anlage ist sehr gepflegt und im Turm gibt es ein feines Restaurant. Das war es dann aber auch. Warum hier so viele Touristen waren, erschließt sich uns nicht. Vielleicht haben wir ja irgendetwas übersehen. Aber egal, der alte Friedhof Bishop's Quarter hat dafür deutlich mehr Atmosphäre. Die alten Grabplatten, die Ruine der Kapelle und die schönen Ausblicke auf die Küste sind sehr berührend. Und dann geht es wirklich zurück zum Cottage, wo wir in Ballyvaughan bei Max die Tour rund um den Burren natürlich mit einem ordentlichen Guinness beenden. Und damit enden unsere Fahrten rund um den Burren. Wenn ihr Lust habt, uns auf den Touren nach Galway und zur Klosterruine in Cong mit dem geradezu verwunschenen Klostergarten zu begleiten, dann schaut euch auch den 3. Teil unserer Reisedoku an. Und vergesst nicht, einen Daumen hoch dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Oder abonniert auch gern unseren Kanal.